Heute geht es um Thema, aufpassen Hirter. Heute geht es ums Thema Wundauflagen und so grinsen Sie so dreckig. Der Kameramann hat zu Hause nichts zum Lachen, deswegen lacht er da die ganze Zeit, obwohl er da zu Hause ist, in der Garage. Klaus, du hast die falsche Brille auf. Ach gut, die Hertha erinnert mich auch nicht. Heute geht es ums Thema Wundauflagen. Die Wundauflage, die direkt in die Wunde kommt, speziell bei chronischen Wunden, richtet sich je nach... Ja, heute geht es ums Thema Wundauflagen. Die Wundauflage richtet sich je nach Exudationsphase... Heute geht es ums Thema Wundauflagen und die Auswahl der Wundauflage richtet sich nach der Wundphase. Zu den Wundphasen kommen wir demnächst. Wichtig ist, es gibt grob gesagt trockene Wundauflagen oder feuchte. Wenn die Wunde trocken ist, nimmt man feuchte bzw. nasse Wundauflagen, das sind Gele oder Gelkompressen. Und heute geht es um feuchte, nässende Wunden, die belegt sind. Da nimmt man Alginate. Zum Beispiel. Alginate gibt es als Kompressen in verschiedenen Größen, in verschiedenen Ausführungen. Das heißt mit Silber, ohne Silber. Es gibt Alginate, die sich komplett auflösen und ein Gel werden. Es gibt Alginate, die, wenn sie feucht sind, die Struktur behalten, die man dann im Ganzen entfernen kann. Die anderen müsste man dann ausspülen, je nachdem, welche Vorlieben man hat. Für tiefe Wunden gibt es Alginate auch in Tamponadeform, damit man tiefere Löcher austamponieren kann. Ich komme meistens mit den Kompressen durch, die schneide ich zu und tamponiere sie in die Wunde. Bei ganz großen, sehr tiefen Wunden nehme ich auch Kompressen. Wichtig ist auch, dass man Alginate nicht anfeuchtet, weil sie dann nicht mehr funktionieren. Alginate brauchen das Natrium aus dem Wundexudat, dann wandeln sie sich in ein Gel um. Wenn das Alginat angefeuchtet wird, funktioniert dieser Ablauf nicht mehr. Es kann kein Kalzium an die Wunde abgeben, ist somit nicht so gut blutstillend und es wandelt sich nicht in ein Gel um. Es bringt nichts, wenn man diesen Verband, der eigentlich saugen soll, anfeuchtet, weil man normalerweise die Tampons für die Monatshygiene vorher auch nicht anfeuchtet. Der Sekundärverband, der dann über diesen Wundfühler kommt, richtet sich je nach Exudation oder Lokalisation. Das kann bei starker Exudation eine Saugkompresse sein. Wenn es weniger Exudat hat, die Wunde, oder die Lokalisation nicht so leicht zum Fixieren ist, kann man dann Schaumverbände nehmen, die können selbstklebend sein oder man muss sie anwickeln, wenn die Exudation höher ist. Auch hier ist entscheidend, wo ist die Wunde, wie stark ist die Exudation. Wichtig sind auch dann die passenden Begleitmaßnahmen. Das könnte Kompressionstherapie sein oder auch ein Lymphtape. Also ganz einfach als Tipp, trockene Wunden immer feucht versorgen, feuchte Wunden immer trocken versorgen. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt abonnieren.